Wissen Sie, was nach dem Fall des faschistischen Deutschlands mit dem riesigen Arsenal an deutschen Waffen geschah? Können Sie sich überhaupt die Ausmaße dieses Waffenarsenals vorstellen? Ich werde erzählen, wohin Millionen von Gewehren und Tausende von Raketen verschwunden sind und vor allem, wie diese Aufteilung fast den Beginn eines neuen Weltkriegs ausgelöst hätte. Übrigens wird ein Teil dieser Waffen bis heute aufbewahrt. Und am Ende zeige ich, wo. Was ist mit den Waffen passiert? Aber lassen Sie mich der Reihe nach erzählen, denn es gibt einiges zu besprechen. Nach dem Sieg der alliierten Streitkräfte standen sie vor der gewaltigen Aufgabe der Entwaffnung und Demilitarisierung. Deutschland, einst eine mächtige Militärmacht, lag in Trümmern und seine Kriegsmaschinerie schien zerschlagen. Doch das Ende dieses Konflikts markierte den Beginn eines neuen, der die Welt fast in eine tragische Lage gebracht hätte. Unmittelbar nach dem Krieg begannen die Alliierten mit einer umfangreichen Operation zur Erfassung, Katalogisierung und Kontrolle der verbliebenen Bestände des deutschen Arsenals. Und dieses Arsenal war gewaltig, glauben Sie mir. Es ging nicht nur darum, verstreute Waffen auf dem Schlachtfeld zu sammeln, sondern es war eine Aufgabe, die eine sorgfältige Dokumentation und einen strategischen Ansatz erforderte, um sicherzustellen, dass diese Waffen nie wieder in Konflikten eingesetzt würden. Die Erfassung der deutschen Waffen begann in dem Moment, als die deutschen Truppen kapitulierten. Die alliierten Soldaten, die durch Städte, Wälder und Felder zogen, fanden Waffendepots, die von den Faschisten in Eile versteckt oder aufgegeben worden waren. Ein Teil davon wurde sofort eingesetzt, während ein anderer Teil weit ins Hinterland transportiert wurde. Jedes Waffensystem stellte ein Beispiel deutschen Ingenieurwesens und ein potenzielles Instrument für zukünftige Konflikte dar, falls es in die falschen Hände geraten wäre. Die Amerikaner und Briten investierten immense Anstrengungen in die Katalogisierung der erbeuteten Waffen. Ingenieure und Militärexperten untersuchten die Waffen sorgfältig, bewerteten ihre Konstruktion, Effizienz und ihr Potenzial für die Integration in die Arsenale der Alliierten oder für Forschungszwecke. Die Katalogisierung hatte auch juristische und administrative Bedeutung, da die Waffen als Beweise für die Kriegsführung des NS-Regimes dienten, in Kriegsverbrecherprozessen verwendet wurden und zur historischen Dokumentation beitrugen. Jedes Objekt wurde sorgfältig dokumentiert und es wurden Entscheidungen über sein weiteres Schicksal getroffen. Aber wie wurde es unter den siegreichen Ländern aufgeteilt? Wie wurde diese Waffen aufgeteilt? Die Aufteilung der deutschen Waffen unter den Alliierten wurde durch eine Reihe von Abkommen geregelt, die am Ende des Krieges und unmittelbar danach geschlossen wurden. Diese Abkommen zielten darauf ab, eine gerechte und ausgewogene Verteilung sicherzustellen, die dem Beitrag jedes Landes zu den Kriegsanstrengungen entsprach. Allerdings waren die Begriffe Gerechtigkeit und Ausgewogenheit im Kontext der unterschiedlichen strategischen Interessen der Alliierten und der wachsenden Spannungen des Kalten Krieges subjektiv. Die Kriterien für die Verteilung der deutschen Waffen unter den alliierten Mächten beinhalteten unter anderem, dass Länder, die den Großteil der Last im Kampf gegen Nazi-Deutschland getragen hatten, wie die Sowjetunion an der Ostfront, auf einen größeren Anteil der Beute bestanden. Jeder Verbündete bewertete, was er benötigte, um seine militärischen Fähigkeiten zu stärken und zukünftige Bedrohungen abzuschrecken. Das bedeutete, dass fortschrittlichere oder spezialisierte Waffensysteme häufig von den Mächten mit dem nötigen technischen Wissen zur eigenen Verwendung oder zur Rückentwicklung beansprucht wurden. Deutschland wurde in Besatzungszonen aufgeteilt und die in jeder Zone gefundenen Waffen wurden größtenteils von der Besatzungsmacht kontrolliert. Diese Aufteilung beeinflusste die Verteilung, führte aber auch zu Verhandlungen zwischen den Alliierten über bestimmte Waffentypen. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion bemühten sich fortschrittliche Technologien für ihre Arsenale zu sichern und diese als Hebel im ideologischen Konflikt zu nutzen, der sich anbahnte. Darüber werde ich später noch mehr erzählen. Ergebnis der Aufteilung. Der Wettkampf um die deutschen Militärtechnologien kann als Beginn des Kalten Krieges angesehen werden, als jede Seite versuchte, sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Aufteilung spiegelte auch die Veränderungen in der globalen Machtverteilung wider. Mit dem Aufstieg der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zu Supermächten. Während die europäischen Länder, obwohl sie ebenfalls den Sieg errungen hatten, durch den Krieg erheblich geschwächt waren. Darüber hinaus wurden einige Waffensysteme an Länder vergeben, die nicht direkt an dem Konflikt beteiligt waren, aber mit den Alliierten assoziiert wurden, im Rahmen von Militärhilfeprogrammen, die darauf abzielten, den Westen angesichts der wahrgenommenen sowjetischen Bedrohung zu stärken. Das hat, wie Sie sich denken können,
nur weiter Öl ins Feuer gegossen. Die Verteilung deutscher Waffen hatte langfristige Auswirkungen auf das globale militärische Gleichgewicht und die Entwicklung nachkriegszeitlicher Militärtechnologien. Und man sollte nicht die Fortschrittlichkeit der deutschen Kriegsmaschinerie vergessen. Viele der von den Alliierten erbeuteten Waffensysteme und Technologien beeinflussten die Konstruktion und Entwicklung neuer Waffensysteme in den folgenden Jahrzehnten. Zum Beispiel bildete die deutsche Raketentechnologie die Grundlage sowohl für das sowjetische als auch für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Was erhielt die Sowjetunion? An der Ostfront ging die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur als Sieger hervor, sondern auch als Supermacht, die darauf aus war, sich auf der Weltbühne zu etablieren. Die großen Bestände an deutschen Waffen und Technologien, die von der Roten Armee erbeutet wurden, stellten eine einzigartige Gelegenheit für die UdSSR dar, ihre militärische Stärke und ihr technologisches Können zu steigern und damit die Grundlage für ihre Positionierung im aufkommenden Kalten Krieg mit Amerika zu legen. Der sowjetische Ansatz zum erbeuteten deutschen Arsenal war pragmatisch und strategisch. Im Gegensatz zu den westlichen Alliierten, die oft mehr an den technologischen Möglichkeiten der erbeuteten Waffen interessiert waren, konzentrierten sich die Sowjets auf die sofortige Umrüstung ihrer gesamten Armee. Deutsche Panzer vom Typ Panzer, Flugabwehrgeschütze und das berühmte Sturmgewehr StG-44 bildeten die Grundlage der Bewaffnung, die an die Verbündeten in den Ländern des Ostblocks geliefert wurde. Warum jahrelang auf neue Entwicklungen warten, wenn man schon fortschrittlichere Waffen in den Händen hält? Ein wahrer Schatz für die Sowjetunion waren jedoch die fortschrittlichen Technologien und Forschungen, die die Deutschen hinterlassen hatten. Die V2-Rakete, die weltweit erste Langstreckenrakete, wurde zu einem besonders interessanten Objekt der Untersuchung. Doch der Einfluss Deutschlands beschränkte sich nicht auf die Raketenentwicklung. Die sowjetische Luftfahrtindustrie profitierte erheblich von den deutschen Forschungen im Bereich der Strahltriebwerke und der Aerodynamik. Erbeutete deutsche Flugzeuge, darunter der weltweit erste einsatzfähige Düsenjäger Messerschmitt Me-262, wurden zerlegt, was zur Entwicklung sowjetischer Düsenjäger wie des MiG-15 beitrug. Neben konventionellen Waffen erkannten die Sowjets auch das Potenzial der Kerntechnologie. Deutsche Errungenschaften in Physik und Ingenieurwissenschaften wurden sorgfältig auf mögliche Entdeckungen hin untersucht, die das sowjetische Atomwaffenprojekt beschleunigen könnten. Obwohl der Großteil der kritischen nuklearen Forschung durch Spionagebemühungen in den Vereinigten Staaten stattfand, fügten die von den Sowjets erbeuteten deutschen wissenschaftlichen Dokumente und Spezialisten dem Puzzle wertvolle Details hinzu. Was erhielten die anderen Alliierten? Im Gegensatz zur sofortigen Umrüstung ihrer Armee durch die Sowjetunion tendierten die Westalliierten zu einer Doppelstrategie aus Lagerung und Forschung, indem sie diese Waffen als potenzielle Vermögenswerte und Möglichkeit für technologischen Fortschritt betrachteten. Das anfängliche Ziel war einfach, die Sicherheit dieser Waffen zu gewährleisten, um zu verhindern, dass sie in falsche Hände geraten und die bereits fragile Nachkriegsordnung destabilisieren. Doch einfache Lagerung war nicht das Endziel für die Westalliierten. Technologische Lösungen, die im deutschen Arsenal verborgen waren, stellten einen Fortschritt in den militärischen Möglichkeiten dar. Ein zentrales Element dieser Strategie war die Operation Paperclip, ein geheimes Programm, bei dem über 1600 deutsche Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker für die Arbeit in den Vereinigten Staaten angeworben wurden, wodurch ihr Wissen und ihre Erfahrung effektiv übertragen wurden. Dieses Programm erleichterte nicht nur das direkte Studium deutscher technologischer Errungenschaften, sondern integrierte auch deutsches Wissen in das amerikanische Forschungssystem, was erhebliche Auswirkungen auf die militärischen Möglichkeiten und die Raumfahrtforschung der USA hatte. Die Briten machten ebenfalls erhebliche Fortschritte im Ingenieurwesen, indem sie deutsche Strahltriebwerke und die Konstruktion ihrer Flugzeuge untersuchten. Die erbeuteten Messerschmitt Me-262-Jäger und deren Triebwerke wurden von britischen Ingenieuren gründlich analysiert, was die Entwicklung eigener Strahlflugzeuge im Vereinigten Königreich beeinflusste. Diese Arbeit war entscheidend, um den Status Großbritanniens als führende Macht im Bereich der Luftfahrttechnologie in den frühen Nachkriegsjahren zu erhalten. Ein besonders symbolisches Beispiel für die Nutzung deutscher Waffen zu Forschungszwecken durch die Westalliierten war das amerikanische und britische Studium der V2-Rakete.
In den Vereinigten Staaten dienten die erbeuteten V2-Raketen sowohl als Forschungsinstrumente als auch als Grundlage für die sich entwickelnden Programme für ballistische Raketen und Raumfahrt. Und ich muss einfach erzählen, wie Deutschland nach der Entwaffnung erneut bewaffnet wurde. Warum? Warum begann die Wiederbewaffnung Deutschlands? Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war der Jade-Gedanke an eine Wiederbewaffnung Deutschlands für die meisten der Welt unvorstellbar, angesichts der noch frischen Erinnerungen an den Krieg. Doch das hielt nur ein paar Jahre an. Die zunehmenden Spannungen des Kalten Krieges veränderten schnell die geopolitische Landschaft. Der Vorhang des Eisernen Vorhangs über die Hälfte Europas erforderte die Schaffung eines starken antikommunistischen Bündnisses, und die strategische Lage Westdeutschlands machte es zu einem Schlüsselbestandteil der westlichen Verteidigungsstrategie gegen die Sowjetunion. Natürlich war der Weg zur Wiederbewaffnung voller politischer Hindernisse. Die Alliierten, insbesondere Frankreich, hatten tiefgehende Bedenken gegenüber einem neu bewaffneten Deutschland. Erinnerungen an 2 Weltkriege, die durch deutsche Aggressionen ausgelöst wurden, lasteten auf den globalen Diskussionen. Doch die Vereinigten Staaten, mit ihrer strategischen Perspektive, die durch den aufkommenden Kalten Krieg geprägt war, übernahmen die Initiative in diesem Prozess. Die Bedrohung durch die Sowjetunion erforderte einen pragmatischen Ansatz zur Integration Westdeutschlands in das westliche Verteidigungsbündnis, was schließlich zur Gründung der Bundeswehr Deutschlands, im Jahr 1955 führte. Die praktischen Aspekte der schnellen Schaffung einer zuverlässigen Verteidigungskraft führten zur anfänglichen Nutzung verfügbarer Ressourcen, einschließlich der ehemaligen Wehrmachtswaffen. Diese Entscheidung stieß auf erhebliche Kontroversen angesichts der symbolischen und historischen Last, die diese Waffen trugen. Doch die unmittelbare Notwendigkeit einer funktionsfähigen Armee zur Stärkung der NATO überwand diese Bedenken. Der Überfluss an Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, von Kleinwaffen bis zur Artillerie, wurde repariert und an die neu formierten Bundeswehrtruppen ausgegeben. Die Integration dieser Waffen in die Bundeswehr umfasste nicht nur logistische Herausforderungen, sondern auch die Entwicklung neuer Ausbildungsprogramme und militärischer Doktrinen, die sowohl die Lehren des Zweiten Weltkriegs als auch die neuen Realitäten des Kalten Krieges widerspiegelten. Viele ehemalige Offiziere und Soldaten der Wehrmacht, die gründlich auf Nazi-Verbindungen überprüft und als rein befunden wurden, spielten eine Schlüsselrolle in diesem Prozess, indem sie wertvolle Erfahrungen in die Ausbildung der Bundeswehr einbrachten. Wohin ging das deutsche Waffenarsenal sonst noch? Aber die Waffen gingen nicht nur an die Alliierten. Mit dem Aufkommen neuer Staaten, die sich von kolonialer Herrschaft befreiten, war der globale Waffenmarkt mit Überbeständen, darunter auch deutscher Produktion, überflutet. Diese Waffen wurden oft verkauft oder als militärische Hilfe bereitgestellt, um westliche oder sowjetische geopolitische Interessen zu unterstützen. Ein bedeutendes Ziel für deutsche Waffen wurde der Nahe Osten. Länder wie Israel, Ägypten und Syrien nutzten diese Waffen in einer Reihe von Konflikten, die die Region in den Nachkriegsjahrzehnten prägten. Während des Arabisch-Israelischen Krieges 1948 setzten beide Seiten aktiv deutsches Kleinwaffen- und Panzergerät ein. Besonders die neu gegründeten israelischen Verteidigungsstreitkräfte verwendeten Mauser-Gewehre und MG-34-Maschinengewehre tschechoslowakischer Produktion, die auf deutschen Konstruktionen basierten. Ähnlich erhielten verschiedene arabische Staaten Lieferungen deutscher Waffen. In Afrika waren die Wellen der Unabhängigkeitsbewegungen und nachfolgenden Konflikte oft mit dem Einsatz deutscher Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg verbunden. Länder wie Äthiopien, Angola und Mosambik sahen, wie ehemalige deutsche Gewehre, Maschinengewehre und sogar Artillerie in Kämpfen gegen Kolonialmächte und in inneren Konflikten verwendet wurden. In Asien fand deutsches Waffenmaterial ebenfalls Anwendung in einigen der bedeutendsten Konflikte des Kalten Krieges. Während des Koreakriegs setzten die Streitkräfte Nordkoreas und Chinas erbeutete deutsche Waffen gegen die UN-Truppen ein. Im Vietnamkrieg verwendeten sowohl die Viet Minh während des ersten Indochina-Kriegs als auch die Viet Cong während des Vietnamkriegs deutsches Kleinwaffenmaterial, das über sowjetische und chinesische Kanäle geliefert wurde, in ihren Guerillakampagnen gegen französische und später amerikanische Truppen. In Lateinamerika gelangte deutsches Waffenmaterial sowohl in die Hände von Regierungstruppen als auch von revolutionären Gruppen in Ländern wie Kuba, Nicaragua und El Salvador, wo es im revolutionären Kampf und in Bürgerkriegen verwendet wurde. Aufbewahrung und Sammlungen.
Viele der deutschen Waffenproben und Kriegstrophäen sind in Museen auf der ganzen Welt gelandet und dienen als greifbare Verbindungen zur bewegten Geschichte des 20. Jahrhunderts. Diese Museen, von großen nationalen Institutionen bis hin zu kleinen lokalen Ausstellungen, tragen die Verantwortung für die Kuratierung des Erbes dieser Waffen und ermöglichen eine umfassendere Darstellung des Krieges, selbst Jahrzehnte später. Neben institutionellen Sammlungen haben auch private Sammler eine bedeutende Rolle bei der Erhaltung deutscher Waffen gespielt. Für viele ist das Sammeln von Militärrelikten eine Leidenschaft, die durch tiefes Interesse an Geschichte und den Wunsch, Artefakte zu bewahren, die ansonsten verloren oder zerstört werden könnten, motiviert ist. Diese Sammler investieren oft viel Mühe in die Authentifizierung, Restaurierung und Erhaltung dieser Gegenstände, wobei sie manchmal vergessene Geschichten oder technologische Neuerungen aufdecken. Dennoch ist das Sammeln und Ausstellen deutscher Waffen nicht ohne Kontroversen und ethische Fragen. Kritiker betonen, dass das Sammeln von Militärartefakten, insbesondere solchen, die mit dem nationalsozialistischen Regime in Verbindung stehen, unbeabsichtigt die brutale und tragische Zeit der Geschichte verharmlosen oder verschönern kann. Museen und Sammler stehen vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen der historischen Bedeutung dieser Objekte und der Notwendigkeit zu finden, ihre Herkunft und die damit verbundenen Gräueltaten einfühlsam und genau darzustellen. Befürworter des Sammelns von Militärrelikten argumentieren, dass diese Artefakte eine wichtige Bildungsfunktion erfüllen. Sie glauben, dass die Erhaltung und Ausstellung deutscher Waffen hilft, den Krieg, seine Ursachen und Auswirkungen besser zu verstehen. Durch sorgfältige Kuratierung und Interpretation können diese Artefakte das Publikum zum Nachdenken über die Natur von Konflikten, die menschlichen Kosten des Krieges und die Bedeutung des Erinnerns an die Vergangenheit anregen, um zukünftige Gräueltaten zu verhindern. Die Erhaltung deutscher Waffen für Museumsausstellungen oder private Sammlungen erfordert besondere Sorgfalt und Wissen. Der Konservierungsprozess garantiert nicht nur, dass diese Artefakte für zukünftige Generationen erhalten bleiben, sondern umfasst auch Forschung und Dokumentation, die unser Verständnis von Militärtechnologie und Logistik erweitern können. Selbst heute tauchen in verschiedenen Teilen der Welt auf die eine oder andere Weise Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg auf, von verrosteten Exemplaren im Boden bis hin zu restaurierten Stücken in den Händen von Terroristen. Das erinnert uns daran, wie lange das Echo des Krieges nachhallt. Übrigens, wenn Sie an Geschichte interessiert sind, können Sie es versuchen, in unserem Team an Drehbüchern, Schnitt oder Vertonung zu arbeiten. Der Link zum Telegram-Bot befindet sich in der Beschreibung.